Es ist schwer zu sagen, warum mich keltische Länder wie Irland, Schottland oder Wales immer so angezogen haben. Die herbe Schönheit der Landschaft ist ein Grund, aber es hat auch mit den vielen Resten älterer Kulturen zu tun, die dort zu finden sind. Alte Friedhöfe, Steinkreise, heilige Quellen oder die wunderbaren, mit einem Sonnenrad geschmückten Hochkreuze. Ein poetischer Freiraum tut sich an diesen Orten auf, die in der keltischen Mythologie Thin Places genannt werden. Dünner soll dort die Grenze zwischen Himmel und Erde sein als an anderen Plätzen unserer Alltagswelt. Ich bin kein Christ oder Neuheide, aber ich lasse diese Dinge atmosphärisch auf mich wirken. Ihre symbolische Kraft regt meine Fantasie an. Ich fühle mich auf eigentümliche Weise dort zu Hause. Deshalb ging ich auch dieses Jahr mit meiner Freundin Christine wieder auf Reisen, diesmal auf die grüne Insel. Unsere erste Station war Glendalough, eine ehemalige Klostersiedlung, in die sich der heilige Kevin im 6. Jahrhundert zurückzog. Ähnlich dem heiligen Franziskus soll er von Vögeln begleitet worden sein und wird daher auf Bildern oft mit einer Amsel gezeigt. Er wollte im Einklang mit der Natur und zurückgezogen leben, aber aus seiner Eremitage wurde rasch ein belebtes Zentrum und eine Schule der iroschottischen Kirche. Der Naturbezug dieser frühen Art des Christentums zeigt sich überall, anders als in den protestantischen Gotteshäusern meiner Kindheit. Bäume, Wolken, Seen und Flüsse sind ebenso Tore zum Göttlichen, nicht nur die Buchstaben einer heiligen Schrift. Weil man in ihnen Kraftorte erblickt, werden in Irland seit jeher Bäume und Quellen geschmückt. Man glaubt, dass ihre Energien dem Menschen Trost und Inspiration geben können. Als wir die Quelle des heiligen Patrick in Clonmel besuchten, spielten dort Kinder und verliehen dem Platz eine Aura von Leichtigkeit und Unbekümmertheit. Auffällig die vielen Opfergaben, die meist an die Gottesmutter Maria gerichtet sind, die in Irland eine besondere Rolle spielt. Viele Schicksale werden hier erahnbar. Das Wasser wirkt wie eine Heilkraft, dessen beruhigendes Strömen aus Tiefen zu kommen scheint, denen nichts Bedrohliches anhaftet. Wasser war für die alten Kelten ein Tor zur sogenannten Anderswelt. In seinen subtilen Klängen konnte der Geist sich von den starren Verstandesformen befreien und in imaginative Bereiche vorstoßen.
Davon künden noch heute künstlerisch angelegte Wassergärten, an denen man sich geistig und körperlich erfrischen kann. In Donegal fanden wir einen Meditationsgarten, der an die Heiligen der frühen irischen Kirche erinnert. Für mich eine gelungene Mischung aus Elementen des Zen-Buddhismus und keltischer Spiritualität. Hier erlebt man das Einfache und Karge der frühen mittelalterlichen Gebetshäuser, durch deren Ritzen auch immer die Stimmen der Insekten und Vögel dringen durften. Auch Tiere und Pflanzen sind hier heilig, nichts wird ausgeschlossen aus dem spirituellen Erfahrungsraum. In der fantastischen Landschaft Irlands kann auch das Wandern meditative Züge annehmen, in seinem ruhigen Ausschreiten und Bewältigen von Hindernissen auf dem Weg zu einem Ziel, wo man wieder Entspannung und Weite erfahren kann.
Die Menschen leben einfacher in Irland als bei uns. Das Land ist ärmer und zeigt mehr Spuren des Verfalls. Aber daraus resultiert eine eigentümliche Poesie, die von Gelassenheit gegenüber dem Vergänglichen zeugt und vom Einfallsreichtum, wie mit beschränkteren Verhältnissen umzugehen sei. Auf dieser Reise war ich vor allem an den heiligen Quellen interessiert, von denen es in Irland heute noch an die 3000 geben soll. Sie liegen oft an verborgenen Orten und erinnern an die Zeiten, als die englischen Könige öffentliche Messen der irischen Katholiken untersagten und diese sich an entlegenen Geheimplätzen treffen mussten. Eine besonders magische, heilige Quelle in Kerry wirkte wie aus der Zeit gefallen. Ein kleines Rinnsal kündete vom Sprudeln einer Quelle, sonst herrschte nur Stille und das Summen von Insekten. Mich berührt es, wenn die religiösen Figuren solcher Andachtsstätten wieder langsam in den Naturzustand übergehen. Regenspuren und Moosbefall verleihen ihnen etwas Verletzbares und sie kommen mir näher als in normalen Kirchen. Thin places. Etwas in einem wird durchlässiger als an anderen Orten. Für eine besondere Quelle mussten wir sogar das Risiko eingehen, von der nahen Flut überrascht zu werden. Sie liegt auf einer kleinen Insel in Connemara, die man nur wenige Stunden bei Ebbe betreten kann. Ein sehr altes und extrem schlichtes Heiligtum am Meer, das vor allem an Jungverstorbene erinnern soll. In der fast versiegten Quelle eine Flaschenpost. Was mag wohl auf dem Zettel in ihrem Inneren gestanden haben? An extremer Stelle in den Bergen von Donegal, die heilige Quelle des St. Egney, die seit Jahrhunderten wegen ihrer Heilkräfte besucht wird. Jedes Jahr am 15. August erinnern dort Menschen an die Zeiten, wo katholische Priester von der anglikanischen Kirche verfolgt und sogar ermordet wurden. Ein Platz dunkler Erinnerungen und inniger Volksfrömmigkeit. Regentage sind in Irland normal und man sollte sich nicht über sie beschweren. Anders als beim ewigen Blau des Südens können gerade plötzliche Wetterumschwünge ihren ganz eigenen Reiz haben.
So kann sich ein verregneter Vormittag ganz unverhofft wieder in einen strahlenden Nachmittag verwandeln. The dawn was breaking bright and fair. The lark sang in the sky. When I made she bound her golden hair with a blithe glance in her eye. For who beyond till the day grey wood was awaiting her with joy? Oh, who but a gallant ran died on the mountains of Pomeroy. Fear not, sweetheart, he cried. Fear not, the foe for me. No chain shall bind what evening tide beyond that would be free. Oh, leave you cruel kin and come when the lark is in the sky. And it's with my life I'll guard you on the mountains of Pomeroy. Viele alte Kreuze in Irland stehen schmucklos einfach an der Landschaft herum. Einige von ihnen wurden sicher aus alten Menhiren geformt, die heidnische Heiligtümer der fernen Vergangenheit markierten. Andere sind mit einer kreisrunden Form geschmückt, die das Starre und Rigide des Kreuzes zu besänftigen versucht. Sie drückt wahrscheinlich die Form und den Lauf der Sonne aus, die für die alten Kelten etwas Göttliches darstellte. Auffällig ist auch das Fehlen des Gekreuzigten. Christus wird eher als kindliche Figur dargestellt, die zu schweben und zu fliegen scheint. Über ihm zuweilen Engel in Vogelform. Reiches Flechtwerk erinnert an die Ströme und Kräfte der umgebenden Natur. Die frühen Mönche Irlands waren keine Stubenhocker oder ängstliche Gelehrte. Sie bauten sich manchmal Gebetshäuser auf Inseln im stürmischen Meer oder ruderten mit ihren Booten aufs Festland, um dort ihre Botschaft zu verkünden. Nicht wenige von ihnen werden dabei gestorben sein. An sie musste ich denken, als wir am Mellin Head in Donegal ein seltsames Kreuz entdeckten, das schwer zugänglich über den Felsklippen thronte. Ein Platz wie am Ende der Welt, der von der Kraft der frühen irischen Religiosität kündete. Ebenso eindrucksvoll war das fantastische Monument von Newgrange, das wir am Ende unserer Reise besuchten.
5000 Jahre alt und damit älter als die Pyramiden und Stonehenge, ist es ein Beweis für die uralte Spiritualität der grünen Insel. Lange Jahre hatte ich auf den Besuch gewartet und konnte nun endlich dieses Meisterwerk bewundern, das ganz der Verehrung des Sonnengottes gewidmet war. Perfekt geschliffene Steinkugeln, ein Phallus-Symbol und eine kleine Skulptur künden noch heute von der kreativen Intelligenz seiner Schöpfer. Unglaublich, wie wenig Mühe diese Kultur in den Bau ihrer Wohnhütten investierte und wie viel in den ihrer Tempel. Die Spiralen am mächtigen Eingangsstein erzählen wohl vom Wechsel des im Winter kleineren zum im Sommer größeren Sonnenlaufes. Durch eine Öffnung fällt am Tag der Wintersonnenwende die aufgehende Sonne in den 20 Meter langen Gang, den auch wir während einer Führung betreten durften. Eine gleichzeitig klaustrophobische und tief ergreifende Erfahrung. Der Lichtstrahl wird immer breiter und trifft am Ende auf eine Grabkammer, in dem die Reste der Toten in großen Steinschalen deponiert wurden. Vermutlich glaubte die damalige Bevölkerung, dass die Seelen der Verstorbenen auf diesem Sonnenstrahl wieder hinaus in den Himmel fliegen konnten. Zu Beginn sagte ich, dass ich weder ein überzeugter Christ noch ein Heide bin. Doch ich kann Wertvolles in beiden Anschauungen sehen, sodass manchmal in mir christliche und heidnische Empfindungen nebeneinander existieren. Das Schöne an Irland ist, dass Sie sich hier nicht bekämpfen müssen. Die spirituelle Kultur dieses Landes lädt dazu ein, beide auf sanfte Art miteinander ins Gespräch zu bringen.